Herzlich willkommen Leute zu Rund ums Drehen. Mein Name ist Daniel. Mein Name ist Felix. Und heute geht es um das Thema Formeln umstellen. Dadurch, dass einige von euch derzeit in der Prüfungsvorbereitungszeit sind, gerade für die Zwischenprüfung oder für die Geselleprüfung, haben wir Zuschriften bekommen. Erstmal dafür herzlichen Dank. Vielen Dank. Danke für diesen Support und bitte macht weiter so. Greifen wir dieses Thema auf. Wir werden mit euch Formeln umstellen, die Lösung erarbeiten und dann erklären. Vielen Dank. Viel Spaß dahin. So Leute, wir stellen jetzt die erste Formel um. Das ist eine ganz gewöhnliche, nämlich die Drehzahl n ist gleich Vc, die Schnittgeschwindigkeit, durch Pi mal d. Wir wollen nun Vc herausfinden. Das heißt, wir lösen die Formel jetzt auf Vc um. Das Wichtigste ist jetzt dabei, dass dieser Bruchstrich entfernt wird. Und das schaffen wir nur durch Multiplikation. Das heißt, wenn wir hier unsere Formel n ist gleich Vc durch Pi mal d haben, setzen wir einfach einen Strich und machen mal Pi mal d in Klammer. Und somit bekommen wir diesen ganzen Teil auf die andere Seite rüber. Das heißt dann n mal Pi mal d, wegen mal hier, ist gleich Vc. Also umgekehrt, Vc wäre n mal Pi mal d. Somit wäre diese Formel schon umgestellt. Nun müssen wir noch die Werte, wir haben hier Beispielwerte ausgesucht, einfach nur noch einfügen. Vc wäre dann gleich 800, 1 Minute mal Pi, 3,14 ca. mal der Durchmesser wird in Millimeter angegeben, wir haben ihn schon umgerechnet, das geht in Meter, einfach nur durch 1000 nehmen. Dann kommen wir auf 0,014 Meter. Das alles in den Taschenrechner eingeben, dann kommen wir auf 35,168 Meter in der Minute. Und somit wäre die einfache Formel schon gelöst. Vielen Dank. So Leute, jetzt haben wir ein Video zur Kategorie Mittel. Folgende Gleichung. PC ist gleich Z mal Fc mal Vc durch 2. Diese Gleichung beschreibt die Schnittleistung. Hier auf der Seite haben wir wieder die Variablen erklärt. Mit Beispielzahlenwerten, die wir dann nachher einsetzen werden. Jetzt gehen wir einfach mal hin und lösen die gesamte Gleichung nach Z auf. Anzahl der Schneide, das wollen wir wissen. Machen wir folgendermaßen. Mal 2. 2 mal PC ist gleich Z mal Fc mal Vc. So, wir wollen Z alleine stehen haben. Dieser komplette Term werden wir jetzt auf die andere Seite befördern. Das machen wir, indem wir geteilt durch machen und diesen Block wieder rübernehmen. Das kommt dann nachher als Ergebnis folgendes heraus. 2 mal PC und jetzt geteilt durch Fc mal Vc ist gleich Z. Das war jetzt mal der Schritt von der Ausgangsgleichung zur Gleichung nach Z auflösen. Jetzt setzen wir die Zahlenwerte ein, samt Einheiten. Und um das nachher rauskürzen zu können, brauchen wir die SI-Einheiten. Was SI-Einheiten sind und wie man die anwendet, werdet ihr unten im Link finden. Da ist eine PDF-Datei für euch hinterlegt, die könnt ihr dann jederzeit runterladen. Weiter geht's hier. Z ist gleich 2 mal PC sind 1,5 Kilowatt. Geteilt durch Fc ist die Kraft. 3870 Newton und Vc ist ja die Schnittgeschwindigkeit. Das sind hier 17 Meter pro Minute. Jetzt machen wir es als nächstes. Wandeln wir erstmal die Kilowatt in Watt um.
Das erfolgt durch Multiplikation mit 1000. Denn Kilo bedeutet 1000, also sind es 1500 Watt. Die Zahl unter dem Bruchstrich übernehmen wir ganz normal. Meter pro Minute. So. Jetzt wandeln wir Watt, Newton in SI-Einheiten um. Das ergibt dann den nachfolgenden Term. Kilogramm mal Meter Quadrat durch S hoch 3 ist gleichbedeutend mit Watt. 3870 Kilogramm mal Meter durch Sekunde Quadrat ist gleichbedeutend mit Newton. Und dann noch unsere 17 Meter pro Minute. Diesen ganzen Term werden wir jetzt noch so vereinfachen, dass man die einzelnen Größe rauskürzen kann. Und jetzt haben wir schon das erste, was wir sehen, die S hoch 3, die waren vorhin über dem Bruchstrich, die werden wir jetzt hier nach unten nehmen. S hoch 3. Dann werden wir hier ein Mal davor setzen. Dann kommt der Term 3870 Kilogramm mal Meter. Jetzt haben wir noch eine Besonderheit, die S Quadrat, die ja im Prinzip hier ist der Bruchstrich und dann nochmal unter dem Bruchstrich wären, die kommen jetzt nach oben. Also fügen wir die hier mit S Quadrat an den Term über den Bruchstrich an. Und als letztes noch 17 Meter pro Minute. Die Minute werden wir nach oben holen. Mal Minute. So, wir werden jetzt aber aus der Minute werden wir jetzt Sekunde machen. Das heißt, wir streichen das schnell durch, machen hier mal 60 Sekunden. Logisch, eine Minute sind 60 Sekunden. Jetzt können wir schon hingehen und die Einheit herauskürzen. Ihr wisst noch, wir wollen keine Einheiten haben, weil die Anzahl der Schneiden hat keine Einheiten. Somit gehen wir hin und fangen an. Wir kürzen Kilogramm über dem Bruchstrich mit Kilogramm unter dem Bruchstrich. Wir kürzen m Quadrat, das sind ja eben 2 mal m, kürzen wir mit dem m hier unten und diesem m. Und zu guter Letzt kürzen wir noch die s hoch 3 mit einmal s Quadrat hier oben und den Sekunden von der Minute vorhin. Also hier rausstreichen und rausstreichen gibt 3s oder s hoch 3 und das streichen wir hier nochmal raus. Somit haben wir jetzt nur noch die Zahlen hier stehen. Die Einheiten sind alle weg. Wir haben jetzt nur noch das Ergebnis, z ist gleich. Und das Ergebnis aus dieser Rechnung ist 2,73. Das war jetzt mal eine etwas schwerere Formel zum Umstellen mit den SI-Einheiten und das ist das Ergebnis. So, nun machen wir weiter mit der schwierigen Formel. Schwierige Formel deshalb, da wir ein Wurzelzeichen in unserer Formel drin haben. Wir haben die Formel Schnittgeschwindigkeit beim Hohnen ausgesucht. Gesucht ist VU, das ist unsere Umfangsgeschwindigkeit. Dabei haben wir noch das VA mit der Axialgeschwindigkeit und VC Schnittgeschwindigkeit inbegriffen. Nun wollen wir diese Wurzel erstmal loshaben. Und das gelingt nur, man kann sich vorstellen, wenn man hier eine Klammer drumherum setzt, hätten wir ein Hoch 2 und das könnte man dann rauskürzen, aber die Hoch 2 gehen dann auf die andere Seite rüber. Das heißt VC hoch 2 ist gleich VA hoch 2 plus VU hoch 2. Nun wollen wir nur das VU haben. Das schaffen wir, indem wir hier, weil hier ein Plus steht, müssen wir natürlich wieder das Minus machen, also minus VA hoch 2. Dann steht hier VC hoch 2 minus VA hoch 2 ist gleich VU hoch 2. Nun müssen wir nur noch das
hoch 2 beim VU wegbekommen. Das gelingt uns, indem wir VU hoch 2 ist gleich VC hoch 2 minus VA hoch 2. Diese zwei wieder mit Wurzel übersehen. Nun, das wäre die korrekte Formel. Jetzt müssen wir nur noch unsere Werte einsetzen. Wir haben hier wieder Beispielswerte ausgesucht. VC mit 30 Meter in der Minute und VA mit 15 Meter in der Minute. Das setzen wir dann einfach ein. 30 Meter pro Minute hoch 2 minus 15 Meter pro Minute hoch 2. In den Taschenrechner eingegeben und VU ist gleich 25,98 Meter in der Minute. Also wirklich nicht so schwierig. Vielen Dank. So Leute, wir sind nun am Ende vom Video angekommen. Wir hoffen, es hat euch natürlich gefallen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es gerne unter die Kommentare. Und was noch ganz wichtig ist, in der Infobox findet ihr heute einen Link, der euch zu einem PDF-Dokument führen wird, wo wir die Formeln und die SI-Einheiten für euch einfach auf einigen kurzen Seiten dargestellt haben. Die könnt ihr gerne jederzeit runterladen. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, bitte abonniert uns und lasst uns einen Gefällt mir da. Ganz genau, dieser Daumen ist sehr wichtig. Also bis dahin, Dankeschön. Vielen Dank.